Hallo zusammen. Thema heute: Auswahl des richtigen E-Handschweißgerätes. Dazu habe ich 4 Geräte vorbereitet. Zweimal die Pico 160, einmal die Pico 220 und einmal die Pico 350. Schauen wir uns zunächst mal wesentliche Unterschiede an. Die beiden Picos 160 haben einen Schokostecker. Die größeren Anlagen haben einen Kraftstromanschluss, 16 Ampere. Schauen wir uns zunächst mal die 160er Anlage an. Diese gibt es in 2 Bauformen. Einmal ohne digitales Display mit dem Drehpudi, wo wir die Schweißstromstärke in Abhängigkeit vom Elektrodendurchmesser einstellen können. Und auf der Pico 160 Zell Puls habe ich eine digitale Anzeige, wo ich die eingestellte Stromstärke am Display ablesen kann. Zusätzlich dazu habe ich die Möglichkeit, einen Fernsteller anzuschließen und Zellulose umhüllte Elektroden zu schweißen. Und dass ich eine Pulsfunktion anwählen kann. Diese Pulsfunktion ermöglicht mir das Schweißen in Zwangslage, ohne dass ich die komplizierte Tannenbaumtechnik einsetzen muss. Optional können beide mit einem Tragegriff ausgerüstet werden und diese Maschine wäre für mich prädestiniert für den Metallbauer, Montagenähte auf der Leiter oder aber wenn ich Stabelektrodendurchmesser bis zu 3,2 mm verschweißen möchte. Schauen wir uns dann die 220er an. Die 220er Anlage hat eine 16 Ampere Stromversorgung und darüber hinaus kann ich mit ihr aufgrund der Einschaltdauer mehr Elektroden verschweißen wie mit der 160 Zell Puls und kann auch größere Stabelektrodendurchmesser verschweißen. Sie hat ein digitales Display und sie hat die Option, dass ich Zellelektroden verschweißen kann und dass ich eine Pulsfunktion anwählen kann. Darüber hinaus hat sie den Unterschied zur 160er Anlage, dass man in Abhängigkeit vom Umhüllungstyp entsprechende Schweißcharakteristika anwählen kann. Kommen wir zum letzten Gerät der Serie, die ich euch vorstellen möchte. Das ist die Pico 350 Zell PWS. Sie ist aus meiner Sicht hervorragend geeignet für den industriellen Einsatz. Wir können hier verschiedene Stabelektrodencharakteristika anwählen. Wir können die Pulsfunktion anwählen. Wir können Polaritätswendung als Option anwählen. Und die Pico 350 Zell kann E-Hand schweißen, WIG schweißen, aber sie kann auch Micmac schweißen, indem dass ich ein Zwischenschlauchpaket anschließe und einen Drahtvorschubkoffer mit diesem Zwischenschlauchpaket verbinde. Das macht die Maschine so multifunktional und interessant, gerade für den industriellen Einsatz vor Ort auf der Baustelle und eignet sich insbesondere für das Rohrleitungsschweißen. Nach welchen Kriterien wähle ich nun meine Maschine aus? Ich würde folgende Unterscheidung treffen. Welcher Stabelektrodendurchmesser möchte ich verschweißen? Welche Schweißaufgabe habe ich zu erledigen? Alle Geräte, die ich euch hier zeige, können übrigens auch WIG schweißen. Man muss nur in Abhängigkeit von dem Gerät einen entsprechenden WIG-Brenner anschließen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen kleinen Überblick geben über die Auswahl der richtigen Schweißgeräte zum E-Handschweißen. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns in den Kommentaren, wir freuen uns.